Insel Grenada zu einem Sowjetstützpunkt zu machen. Er hat in Peru als Geschäftsträger bereits gearbeitet, mit Aufgaben in Bolivien betraut und schließlich in Buenos Aires die DDR-Aktivitäten und in diesem Zusammenhang sicherlich auch die sowjetische Unterwanderung Lateinamerikas und Zentralamerikas kennengelernt. Es ist nicht einzusehen, warum er jetzt zu diesem Zeitpunkt hier dann eingeschleust werden sollte. Mhm. Zurück zu Ihnen, Herr Ebert. Hier fragt die Schülerin Marlies Williloch aus Saarbrücken: Wie tarnt sich ein Spion? Nimmt er einen anderen Beruf an? Wie haben Sie es gemacht? Wir kommen ja gleich noch, und dann, glaube ich, sollten wir es auch unseren Zuschauern sagen, wird es besonders spannend, wenn Herr Ebert aus seiner Tätigkeit berichtet. Aber zunächst mal die Frage dieser Schülerin beantworten bitte: Wie tarnt sich ein Spion? Das kommt auf die Situation an. Was haben Sie gemacht? Wie sind Sie in der DDR oder im Ostblock aufgetreten? Als was? Als Journalist zum Teil als akkreditierter Alle Journalist. sind Journalisten. Wir müssen ja bald einen anderen Beruf erlernen, Herr Kahl. Sie waren aber, sollte man Zuschauern sagen, tatsächlich gelernter Journalist früher. Ja. Sie haben im Ruhrgebiet mal gelernt. Und Sie sind als Journalist gereist? Als Journalist gereist, zum Teil auch für amerikanische Zeitungen. Die wirklich existierten? Die wirklich existierten und die wirklich ihre Berichte kriegten. Was verdient ein Agent, fragt Hans-Dieter Braune aus Pirmasens. Das kommt auf seine Qualitäten an. Von bis? Ein Agent im Außendienst, oder wie heißt das bei Ihnen? Agent im Außendienst kann man schlecht sagen, denn Agenten haben überall zu arbeiten, nicht nur im Außendienst. Sie können auch ebenso gut im Inland arbeiten. Gut, was verdient ein Agent, der im gegnerischen Ausland, wenn man es vielleicht so einkreisen kann, tätig ist? Ja, also die Spanne liegt zwischen 3.000 und 8.000 Mark. Was haben Sie bekommen zu Ihrer Zeit? Das ging etwa auch in diese Kategorie rein, weil man da ja auch die sogenannten Operativgelder mit berücksichtigen muss. Das heißt, Gelder, die Sie für den Einsatz brauchen, wo Sie keine Abdeckung dafür als Gegenleistung bringen. Wir haben hier den Anruf, eine Frage, die ins Politische reingeht. Wir sollten sie aber gerade mal zwischendurch stellen, von Winfried Becker aus der Eifel, Versicherungsangestellter. Ist der entlassene BND-Chef Hellenbroich nicht nur Sündenbock für die Fehler der Regierung? Trifft nicht Zimmermann die größere Schuld, Herr Kahl? Es wird in der kommenden Woche eine Bundestagsdebatte geben, die die Opposition sicherlich zum Anlass nehmen wird, hier den Innenminister noch einmal nach seinem Wissen über die Vorgänge im Bundesamt für Verfassungsschutz und seiner Verantwortlichkeit innerhalb seines Ministeriums zu fragen. Mhm. Gut. Welche spezielle Ausbildung braucht ein Agent? Kann man diese Frage kurz beantworten? Das kurz beantworten ist natürlich schwer in dem Fall, denn ein Agent muss einmal zumindest über das nachrichtendienstliche Grundwissen Bescheid wissen. Das heißt, er muss wissen, was Chiffrieren ist, er muss chiffrieren können, er muss fotografieren können, er muss ein gutes Gehör haben, muss eine gute Beobachtungsgabe haben, muss vor allen Dingen auch gewisse Fertigkeiten haben auf gewissen Sektoren. Das heißt, er muss entweder auch ein guter Sportstyp sein, wenn es verlangt wird. Und wir sprechen ja heute Abend aus gutem Grund über die Praktiker eigentlich, die im Ausland tätig sind. Wir sollten aber vielleicht auch mal zu den Wissenschaftlern vielleicht ganz kurz einen Abstecher machen, zu jenen Agenten, die nur Analysen fertigen, die nur Zahlen auswerten. Welche sind eigentlich heute die wichtigeren, Herr Kahl? Die klassischen Agenten im Ausland oder diejenigen, die eingegangene Analysen auswerten oder Satellitenbilder auswerten? Ein Nachrichtendienst ist sicherlich dann gut sortiert, wenn er sowohl die Himmelsaugen im Einsatz hat, die aber dann sofort ausfallen, wenn sich eine Wolkendecke über dem auszuspähenden Gebiet festsetzt. Und er ist verpflichtet,
dann den Agenten vor Ort zu haben, der durch Augenschein und seine Erfahrungen, sein Wissen aus der politischen Ecke es weitergeben kann und belegen kann. Das alles zusammen muss zu einer Analyse gefügt werden, die dann den jeweiligen Regierungen ein Bild von den Vorgängen im Ausland geben kann. Worin bestand, okay, Sie wollten hier noch eine Zusatzantwort geben? Ich würde dazu sagen, der eigentliche Agent als solcher, die menschliche Kraft, ist auch da unentbehrlich, wenn Satelliten fliegen. Denn auch die Satelliten können durch bestimmte Dinge getäuscht werden. Ich kann künstliche Attrappen aufstellen, da lässt sich das Auge eines anwesenden Agenten nicht täuschen. Gut, ganz kurz noch schnell, was haben Sie seinerzeit verdient, als Sie tätig waren? Hatte ich bereits schon gesagt. 2.000 bis 3.000 Mark war die... Das war... in welchem Jahr war das? Wir sollten auf die Frage nochmal zurückkommen, weil... Am Anfang war es natürlich geringer, das ist logisch, aber das war in der Zeit, in den 50er Jahren und bis zu den Jahren 1968. Gut, dann kann man sich ungefähr ein Bild machen, ja, was das bedeutet. Gut, vielleicht zu Ihrer Tätigkeit. Was haben Sie genau in der DDR gemacht? Können Sie mal Beispiele nennen? In welchen Bereichen waren Sie tätig? Wie sind Sie vorgegangen? Das war einmal in Kontaktaufnahme mit gewissen Kontaktpersonen. Was sind gewisse Kontaktpersonen? Personen, die irgendwelche nachrichtendienstlichen Dinge weitergegeben haben oder weitergeben wollten. Zuträger, Informanten, V-Leute für Sie, Strohmänner oder? Alles, was praktisch zu diesem Kreis gehört. Sowohl Informanten wie auch Leute, die jetzt nur einmal schnell das kurze Geld machen wollten. Da gehört alles dazu, aber vor allen Dingen eben auch gewisse Abwehraktionen, die schon im Lande selbst beobachtet werden mussten. Das heißt, man solche Strohmänner, solche Informanten? Das ist ein gewisser Kreis, der sich durch Verwandte bei Besuch und so weiter anbietet, der bei Messen und dergleichen sich anbietet. Und es gehört eben da eine gewisse Portion Fingerspitzengefühl dazu, dass man spürt, dieser Mensch kommt aus echten Motiven zu dir, aus ehrlichen Motiven, oder aber er ist geschickt worden. Und meistens, wenn das Material super gut ist, dann kann man davon ausgehen, wenn er das sofort anbietet, dass er geschickt worden ist. Und wie gehen Sie dann weiter vor? Sie gehen auf das Spiel ein? In solchem Fall meist nicht, dann lehnt man ab und sagt, man ist daran nicht interessiert, denn man stellt sich ja nun nicht vor als Agent, sondern man ist ja der Journalist, dem was angeboten wird, dem man sagt, ich habe hier eine ganz tolle Nachricht oder ich habe hier eine ganz tolle Sache. Und das natürlich bei der ersten Begegnung gleich eine Militärsache ist, die sich mit irgendwelchen militärischen Dingen beschäftigt, dann kann man von vornherein schon davon ausgehen, dass das ein normaler Überbringer von Nachrichten nie machen würde. Wir haben ja vorhin gesagt, dass Herr Ebert das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Wir haben auch hier seine Urkunde, Verlagensurkunde, ich kann sie vielleicht mal in die Kamera halten, in Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Ottomar Ebert Essen das Verdienstkreuz am Bande, Bonn, 24. Mai 1984, vom damaligen Bundespräsidenten Carstens unterzeichnet. Können Sie vielleicht mal einige Beispiele Ihrer Tätigkeit nennen, gerade in der DDR? Zum Beispiel in dem Fall der Wissenschaftsabwehrung, also der wissenschaftlichen Spionageabwehrung, haben wir zusammen, das heißt also meine Crew und ich, Agenten beobachtet, wie sie an Autobahnrastplätzen sich trafen mit MFS-Leuten, wie man also nachrichtendienstlich sagt, einen sogenannten Treff durchführten, von diesen Leuten Material bekamen
und dann dieses Material in Container in ihrem Waren verstauten. War das auf dem Gebiet der DDR oder? Das war noch auf dem Gebiet der DDR, wo das beobachtet wurde, wo dann schnellstens entsprechende Fotos gemacht wurden mit versteckten Kameras. Wo waren diese Kameras versteckt? Ich meine, wenn man bedenkt, dass heute, dass man kaum anhalten kann, dann mutet das merkwürdig an, dass unsere Agenten dort aus dem Auto vielleicht bequem fotografieren können. Wie funktioniert sowas? Das können Sie verdeckt machen, zum Beispiel aus einem Kombi können Sie entsprechende, wie Sie das auch wahrscheinlich schon in zahlreichen Agentenfilmen gesehen hatten, also diese Technik wird auch noch heute angewandt, wird ein verdecktes Loch oder was, aus dem fotografiert wird, wenn man das Objekt in unmittelbarer Nähe hat, also die man mit dem Objektiv erreichen kann. Und meistens weiß man durch vorhergehende Beobachtungen, dass diese Agenten sich an ganz bestimmten Stellen treffen. Das heißt, wenn sie sich am Kilometerpunkt, fiktiv gesagt jetzt 250 treffen, dann stellen sie sich auch genau so, dass der erste Wagen einen bestimmten Radius vom Mittelkreis hat, wo der gegnerische Wagen, also der zweite Wagen, sich direkt dahinter stellt. Mit welchen Wagen waren Sie damals unterwegs? Sie mussten dann doch ostdeutsche Kennzeichen haben. Wir hatten zum Teil ostdeutsche Kennzeichen. Das waren dann Wagen, die zum Beispiel der Garant, das ist ein Lieferwagentyp der Ostzone, und dann der russische Wolga wurde oft benutzt, weil auch speziell in den russischen Wagen, wenn die jetzt noch sowjetische Kennzeichen haben, also zum Beispiel ein Kennzeichen der Roten Armee, dann werden diese Wagen von deutschen Patrouillen überhaupt nicht kontrolliert und sie haben die Möglichkeit, hinter sogenannten Gardinen, wie es die Russen oft in den Wagen haben, das fällt also nicht auf. Da ist die ganze hintere Wagenpartie durch Gardinen abgedeckt und da können Sie dann schon dementsprechende Aufnahmen machen. Zurück zu Ihrer Tätigkeit. Was haben Sie in der DDR, wie ging dieser Fall weiter? Was haben Sie konkret unternommen, nachdem Sie dort den Kassieber-Austausch oder Informationsaustausch verfolgt und fotografiert haben? Was entwickelte sich daraus? Dann haben wir jetzt zum Beispiel, je nachdem, sind wir wieder umgestiegen auf Transitfahrzeuge. Das heißt, man hat die Rollen gedoubelt und mit den Transitfahrzeugen... Das heißt, eine Rolle doubeln, auch das sollten wir unseren Zuschauern kurz erklären. Das heißt zum Beispiel, dass eine Person, die die gleichen Körpermaße und das gleiche Aussehen hat, wo man also jetzt tatsächlich nur den Mann, wenn man ihn direkt vor sich hat, sehen könnte, dass es ein Unterschied ist. Aber im flüchtigen Hinblicken und so weiter meinen sie, es wäre derselbe Mann, der eben noch in dem Wagen gesessen hatte. Dann kann man entsprechende Fahrerwechsel machen. Das heißt, eine Person, die bis dato zu einem bestimmten Punkt, nehmen wir an, zu einer Raststätte gefahren ist, dann geht der rein, während ich schon drin bin. Und sobald er reinkommt, erhebe ich mich und gehe raus zu dem Kraftfahrzeug, weil ich diese Schlüssel schon habe und so weiter. Vielleicht zurück zu dem Fall, dass wir die Fortsetzung davon erfahren. Ja, und dann versuche ich zum Beispiel den Möbius zu stellen auf westdeutschem Boden. Denn ich habe ja dann die Möglichkeit, die Grenze zu passieren mit dem Transitfahrzeug. Lassen Sie uns noch mal kurz bei Ihrer Tätigkeit in der DDR bleiben. Können Sie uns da vielleicht einen Fall aus der DDR schildern? Ein Fall, in dem sie eingesetzt wurde? Oder was war Ihr größter, Ihr interessantester Fall im Ostblock überhaupt? Das war zum Beispiel einmal in der DDR selbst, als ich die Aufmarschpläne für die Besetzung der Tschechei erhielt. Von wem? Von einem Russen, der damit zu tun hatte, der im Generalstab war. Wie kommt man an einen Russen im Generalstab ran? Dieser Russe den hatte ich einmal kennengelernt in der Tschechei, bei einem Tschechei-Besuch.
Und wir haben uns dann später einmal zufällig, muss ich dazu sagen, obwohl es paradox hier klingt, haben wir uns in Moskau gesehen. Und wir haben uns dann zu einem späteren Zeitpunkt in Leipzig getroffen, zur Messezeit. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Wir hatten in der Tschechei einen Abend in einer Bar verbracht und da saß er am Nebentisch. Wer war mit seiner Frau. Das war meine damalige Mitarbeiterin. Und da haben wir praktisch, da die Plätze immer beengter wurden, sind sie dann mit an unseren Tisch gekommen und man hat sich unterhalten und es war eine gewisse Sympathie auf beiden Seiten da und folgedessen hat sich da auch ein Gespräch daraus ergeben. Man weiß ja heutzutage überhaupt nicht mehr, was glaubhaft ist und was nicht. Ist derjenige, der einem gegenüber sitzt, ein Freund oder ist ein Spion? Stimmt sein Name nicht? Wir können auch gar nicht nachprüfen, ob das jetzt stimmt, was Sie sagen von den Aufmarschplänen. Kann man das ein bisschen einkreisen, um diesen Punkt ein wenig zu untermauern? Das war zur damaligen Zeit, als dieses Datum feststand, wurde das bereits also an unsere Dienste weitergeleitet. Und unsere Dienste hatten sich damals entschlossen, diesen Fakt zu nutzen und Dubček zu sagen, was ihm bevorsteht. Dubček hat damals dieses Material abgelehnt, weil er dachte, es sei ein Spielmaterial. Er hat nie daran geglaubt, dass die SU tatsächlich einen Angriff auf einen Staat des die Sowjetunion einen Angriff auf einen Staat des Warschauer Paktsystems macht oder einen Staat des Warschauer Paktsystems mit seinen Truppen besetzt. Herr Karl, Sie wollten sich dazu äußern? Es gab im August 1968 übereinstimmende Berichte aus den Hauptstädten der westlichen Länder, dass der Westen, die Amerikaner, aber auch die Bundesrepublik, offensichtlich von dem Einmarsch der Sowjets in der Tschechoslowakei nicht überrascht worden waren. Die Regierungen schwiegen sich darüber aus. Wir haben später erst allmählich erfahren, dass Nachrichten frühzeitig eingetroffen waren. Unbekannt war offenbar bis zuletzt das tatsächliche Einmarschdatum vom 20. zum 21. August 1968 geblieben. Halten Sie diese Darstellung für glaubhaft, dass Herr Ebert die Aufmarschpläne damals von einem Angehörigen des Generalstabs, des sowjetischen Generalstabs, bekommen hat? Ich halte das für glaubhaft, weil das, was später durchsickerte, unter Wahrung der Geheimhaltung selbstverständlich, aber hier darauf im Nachhinein ihn zu bestätigen scheint. Mhm. An wen haben Sie diese Unterlagen weitergereicht und wie funktionierte das? Können Sie das vielleicht noch kurz beschreiben? Diese Unterlagen wurden ja nun aufgrund eines